Und weiter geht's. Schauen wir mal. Honesty. Roy, I guess. I'm Honesty. So it's just the two of us. We've been running out of volunteers since last time. One of us got killed. Anyway, the more we are, the more we draw attention. And Charity seems to think you're worth 10 men. I hope I don't disappoint her. Sounds like it's not going to be a walk in the park. Well, that's a whole lot of money we're transporting. I'll go and keep watch at the entrance of Tierville. Just find me when you're ready. How long have you been leading that kind of expedition? 3 years, but I've been working with Charity for 7 years now. And you never felt like running off with the takings? Honesty? The old joke about virtue names, huh? Just so you know, there actually are virtuous people among Aurora. Of course, but you could have had other virtues than the ones you're named after, like pragmatism, unpredictability, or... These aren't virtues. Well, I don't agree. Still, it sure is refreshing to travel with someone like you. No need to wait any longer. Very well, I'll go now. Don't be too long to join me. I'll be exposed out there waiting for you. Können wir nicht mal direkt mit ihm mitgehen? Schweinerei. Okay. Tierville. Dann gehen wir erstmal dahin. Ich gehe mal nicht davon aus, dass irgendwie eine Rolle spielt, wie lange wir ihn warten lassen, aber es scheint ja auch eher was Kleineres zu sein, bevor wir jetzt uns mit der Resistance treffen und da vielleicht noch gleich 100 andere Geschichten machen. Zum Glück sind die Wege nicht so lang. Sonst könnte dieses Hin- und Her gescheucht werden auch schon nervig sein, wobei das mit diesen respawnenden Truppen zwischendurch schon auch manchmal ein bisschen lästig sein kann. Apropos, sind die wieder da? Nee. Sehr schön. Ist hier irgendwo? Da in der Ecke steht er. All right. For the route, you have to follow my indications. No way I'll let you try another path, okay? We don't want to end up in the marketplace. So, are you ready? Yep. I'll lead the way. Just guide me. I follow you. Stay on your guard, though. I think I already spotted one bandit while waiting for you. That's past the door in front of us. Was? Get that bastard moving! See why I needed backup. Jetzt verdienen wir uns ein bisschen Materialien und Serum hier. Unten noch einer. Ja, ich denke mal, dass wir da oben hin müssen. Er sagt ja nicht so wirklich, wo wir lang sollen. Wenn er erst ein bisschen
gepinst hat. There, on the far left now. Dass wir ja genau seinem Weg folgen sollen. Ich glaube, ich muss echt mal irgendwas leveln, um schneller die Technomancer-Skills ausführen zu können. Wenn es da was gibt, wovon ich mal ausgehe, weil sonst ist es schon ein bisschen useless irgendwie. So, irgendwelche Straßenräuber, die lassen wir natürlich auch nicht am Leben. Soweit kommt es noch. Hard to believe nobody ever tried to steal that serum. No one said it never happened. So tell me the story. 3 years ago, before I took over, the 4 guys in charge of transporting the serum agreed just to leave with the booty. So Charity hired a mercenary, one of the tenacity kind. He never brought back all the serum, but he sure brought back the 4 heads in a disgusting bag. Man, did it stink. So, how much are you carrying today? I hope you're not considering what I think you are. Können wir den jetzt ausrauben? Das ist ja krank. Nee, das machen wir aber nicht. Just asking. I'd never do that to Charity. She's a good woman, a great woman. If you're planning to cheat her, you'll have to do it over my dead body. Was nicht das Problem wäre, aber das machen wir trotzdem nicht. Let's move. Weißt du nicht, wo der das hinbringen will, wenn er das hier an Arsch der Welt in irgend so eine Ecke... The guy should be somewhere on the far right. Charity's bar. Very well. Let me count all this. My, now that's a sum. Here, have the receipt. And my good thoughts to dear Charity. Thanks. I'll bring that to Charity. Das Honesty hat es nicht geschafft, aber den bringen wir nicht um. Das ist jetzt auch wieder bescheuert, weil man hat Companions, die einfach wieder aufstehen nach dem Kampf. Und jetzt hat man halt hier so ein Gleitquesting,
Wo er dann aber wieder sterben kann, das ist auch wieder so inkonsequent, ne? Also das ist so vom... Deswegen, ich habe das jetzt gar nicht so für voll genommen, den jetzt unbedingt beschützen zu müssen. Weil Innocents und so, die stehen ja auch immer wieder auf. Das ist natürlich vom Game Design her schon ziemlich dumm gemacht, ja. Ja, wieder. Ich gehe mal davon aus, dass man es auch hätte schaffen können, dass Honesty es überlebt. Aber wenn ich ihn jetzt nicht gefinisht habe, ist er ja eigentlich nur irgendwie betäubt und so. Dann müsste er vielleicht irgendwann wieder auf der Matte stehen. Man weiß es nicht. So, dann bringe ich es erstmal zu Charity zurück und dann treffen wir uns mit dem Widerstand. Roy, looks like you're back in the neighborhood. Always a pleasure. Of course. What do you want? Honesty didn't make it, but the serum is in a safe place. Here's the receipt from the banker. I think they will think twice before they try to attack us again. Thank you, Roy. I just knew I could count on you. Here, you sure as hell deserve a reward after all you did for me. I don't have anything more to propose you at the moment, honey. You already helped me a lot. Also erstmal werden die sich kein zweites Mal überlegen können, weil ich sie alle ausgesaugt habe. Und zweitens nimmt sie das mit dem Tod von Honesty ziemlich gleichgültig auf, ne? Mal nach dem, was man da so jetzt bei ihr gesehen hat, ist das eigentlich auch ihr einziger Angestellter gewesen. Ziemlich wahrscheinlich auch der einzige, dem sie irgendwie mit so Sachen hat vertrauen können, weil irgendwann wird es ja vielleicht mal wieder Geld zu transportieren geben und so. Und wenn der jetzt schon mehrere Jahre lang zuverlässig für sie arbeitet und so, hätte ich schon erwartet, dass sie das ein bisschen mehr trifft. Dass der jetzt einfach tot ist. Naja. Das ist nicht so ganz stimmig gemacht irgendwie. Ach, zur Bar müssen wir. Wieso liegt denn hier noch einer rum? Ja, dann gehe ich mal hier lang. Ist eigentlich alles überkuppelt oder können die sich auch auf der Oberfläche vom Mars fortbewegen? Also haben die eine Atmosphäre terraformt oder sind das nur größere, überdachte Bereiche? Und sie bräuchten draußen
gegen den Schutzanzug. Also abgefuckt wie das hier alles ist, würde ich nicht glauben, dass die Hülle sonderlich intakt ist. Also gehe ich mal schon davon aus, dass die auch hier eine Atmosphäre haben. Außerhalb. Jo, da sind wir. Ich weiß nicht, wo hier die Girls sein sollen, weil das letzte Mal hier waren das nur so ein paar Viecher da unten und ein paar Typen, die rumstanden. Na gut, vielleicht sind hier so ein paar Mädels als Gäste da, aber es erfüllt nicht die Erwartungen eines Stripclubs oder ähnliches, wenn man die Leuchtreklame da sieht. Hey, buddy. Hey, thanks again for helping me out. Can I do something for you? I heard you can fill me in on how to get in touch with the Resistance. Me? That's a pile of shit. Hey, listen. Not a safe topic, but you did help me out. They meet back there. I just keep my eyes closed. They think if a patrol comes by, the fights will keep them busy. There's a password. There can be no rest. Comes from their song. Thanks. I won't forget it. Can I see what you got in stock? So, was hat er denn? Also wir sind ja hier bei Kupfertube. Das ist auch besser als alles, was er so hat. Lederuniform, mehr wird's nicht. Okay. Okay. Das lohnt dann nicht. Hey, Hi, what can I get you? I wanted to ask you. Yes? Later. Okay, nichts weiter. Dann hätte ich die andere Option wählen sollen, bevor ich mit ihm über einen Handel rede. Naja. Yes. Mit ihm gibt's auch nichts Neues. Und mit da hinten meint er hier, Hey, oder? where do you think you're going like that? There can be no rest. Until they drink of our tears. You may enter. Thank you, sir. Thank you very much. Forget it. You want to meet the Resistance? Consider it done. What do you want? I'll warn you right away that if they smell a trap, they'll kill you. Stop it, Marco. We know who they are. They have no reason to betray us. Really? Even the Renegade? I bet he could get his place back at the source if he turned us in. I doubt it. They know me too well and want me alive. They know I'm not made for the source. Roy won't betray you. They want him too. Please, you have to listen. All right, kid. Talk. My parents were militia. When I came back from the abundance camp, ruins were all that was left of their home. Poor kid. Almost everyone in the militia was killed in a single night. Not many of them got away. And they're with us now. I don't even know what happened to them. They could have been captured. I don't know. I have to do something. I can't just stand around twiddling my thumbs. You look sincere, and we need people like you. You, on the other hand, don't count on it. I can't take the risk. The technomancers are too unstable. Marco, we should maybe talk to the others before deciding. After all, he could be useful to us with everything he can do and all. Judy, I just tried to talk things over with the others as much as possible, but I said no. This man is dangerous. I don't trust him. Great. I can understand being paranoid can help in your kind of situation, but you're going a bit far. Please, Roy, let me try and convince them that you're an honorable man. Just give me some time. Nicht gut für ihn, dass zufällig in dem Moment, wo er auftaucht, hier irgendwie... What was that? An explosion, but not one of ours. That wasn't an explosion. Only a fluid overload can make that kind of noise. The technomancers Okay. again. Sie wurden nicht... We should get out of here. That kind of noise will bring a patrol straight here. Let's go, kid. Now or never. Ich dachte, dass jetzt genau jetzt eine Razzia machen hier oder so. See you soon. Take it easy, kid. I should go see this explosion close up. Okay. Wo auch immer die war.
doch hier direkt vor der Tür. Also einige sind Feinde auf jeden Fall. Frage ist, ob es alle sind. Dann könnte ich schon mal eine Granate reinwerfen. Ich hätte aber vorher mal mein... Da war aber einer dazwischen, der gegen die anderen gekämpft hat, der jetzt aber irgendwie anscheinend auch mit draufgegangen ist. Keine Ahnung, ob es gut gewesen wäre, den am Leben zu halten, aber ja. Zu spät. Okay, den hatten wir schon. Keine Ahnung, wer die waren. So, was ist das jetzt mit der... Oh, achso, 2 Punkte bringt mir nix. 2 Skill Points. So, was haben wir denn hier? Tech Launch ist faster. Und das wäre fürs Schild. Für den Schild. Das haben wir schon. Was haben wir eigentlich hier oben noch? Text from behind und Stealth Increase. Das ist so ein bisschen für den Arsch. Armed attacks have a 5% chance of wounding humanoid targets for 15 seconds. Okay, das ist alles nur Verwundungszeug. Aber das Blenden ist auch nicht verkehrt, aber ist jetzt vielleicht auch nicht die höchste Prio. Da. Das sind diese Counter-Attack-Sachen. Da habe ich so den Eindruck, dass sich das eh nicht richtig irgendwie, also keine Ahnung, das ist irgendwie ein bisschen komisch. Wie das mit dem Blocken ist, müsste von der Benutzung her ein bisschen unzuverlässig. Guard Break Attacks. Okay, das Evasion-Zeug. Ja, dann nehmen wir das mal. Das war das. Hatten wir auch schon. How can I thank Roy for everything he's done for me? Thanks to him I was able to join the resistance. Unfortunately, Marco didn't want him.
Ist die Frage, ob das anders gewesen wäre, wenn ich jetzt nicht so eine schlechte Reputation hätte, aber vermutlich nicht. But I hope I can get him to change his mind. Until then, I make sure I know what he gets up to, especially what he finds out about that strange explosion we heard. Okay, was ist hier jetzt neu? Nix. Keine Ahnung. The Resistance is a fairly recent movement that was created just after the disappearance of the influential members of the militia. These citizens of Aurora believed Dowser wisdom when he promised to ease their difficulties and poverty and to banish the caste system that had been set up. But as soon as the war effort led to victory, the active members of the militia disappeared, leading to genuine anger that would develop into a movement to resist the government and the technomancers, often considered terrorists. The resistance has managed to gain a certain amount of support from the people and all of those who were affected by the political U-turns after the war. Ja, das macht natürlich Sinn, dass sie denen jetzt irgendwie hier was versprochen haben und jetzt, wo sie einen Krieg gewonnen haben, interessiert es halt nicht mehr und die machen genau den gleichen Scheiß weiter und lassen die Leute hier im Elend hocken. Ah, es ist schon ganz gut, dass ich die Regierungsleute hier alle irgendwie aussaug. Marco is the uncontested leader of the resistance, inflexible and intransigent. He directs the group with an iron hand, his ideals tolerating no contradiction. Somewhat paranoid, he has difficulty accepting new members into the group, but this may be out of fear of competition rather than fear of treason. Unlike many members of the resistance, he was not in the militia. He was already part of the protest movement before the war, a movement that tried to support the people's rights. Judy is a member of the resistance. She plays her part in this war of ideals with fervor and courage. Her faith in the cause is so strong that she would doubtless rather die than give up. But she doesn't always see the flaws in her companions and sometimes proves to be quite naive. Ah, okay. Coinkiller Clues. Ja, da weiß ich auch nicht, wo ich die finden soll. Site of the Explosion. Ah, okay, die ist da oben. Keine Ahnung, wo ich hier Coinkiller-Spuren finden soll, aber... Vielleicht stolper ich da ja mal zufällig drüber. Die Tür war doch zu, als ich das letzte Mal hier war. Okay, er ist ein Soldat. Brauchen wir nicht nachsichtig sein. Mary. Weiß nicht, ob wir der helfen wollen. Die hier abgezogen haben. Ja, leider sind ihre Bewahrer tot. Können die uns zumindest nicht mehr querschießen. Leider muss ich ihr helfen. Her? What the hell is she doing here? Won't take long for a patrol to show up. I better get her out of the way. There you go. Looks like she's waking up. Mary. Like you said, your master didn't give us a choice. You're exhausted and really worked up. I feel weak. But when I got here, I was full of anger and power. What has happened to me?
You had an overload you couldn't get rid of. Young technomancers are almost never told about things like that. It makes it harder for them to escape. You were alone, and all that power took over. Now you're empty. You should rest. I feel awful. Like I've been ripped to shreds inside. I'm going to get some medicine. I'm going to end your suffering. Ich meine, jetzt ist die aber auch plötzlich irgendwie total entspannt ihm gegenüber, wo sie ja noch irgendwie die übelste Rache geschworen hatte eigentlich. Naja, eigentlich... Ich meine, sie kommt ja offensichtlich aus der Gegend hier. Das hat uns Innocence ja schon erzählt, dass er sie hier irgendwie mal gesehen hat. Und bisher hat sie noch nicht wirklich was gegen uns getan. Also, naja, vielleicht versuchen wir erstmal mehr rauszufinden, was es mit ihr auf sich hat. The overload was too strong. You need help. I'll go find some medicine so you can recover. Here, take this. It'll prevent any internal bleeding and get you back on your feet. Ach, die hat er jetzt einfach schon dabei, die Medizin. I should thank you, shouldn't I? Ich dachte, die muss If erstmal I irgendwo join hin. you, will you teach me to control the overload? I could teach you how to do that, yeah. Some people even learn to use the overload without suffering too much from its effects. Are you going to sleep with me? Sean did. Yes, you owe me that much. Alter, it shouldn't be an obligation. I don't find you attractive enough for that. Alter, wie naiv ist denn die? Wo haben sie die ausgegraben? Das sagt ja auch einiges über Sean dann aus, ja? If it happens, I want it to be because you want it to, not because you feel you have to. You could help me a lot, Mary, but you're not my slave. Maybe, but I want to survive. And if that's what it takes, it doesn't matter. In that case, why not? Alter. I'd rather you had other reasons. I'll say it again. You don't have to, Mary. You should only give your body to someone if you want to, not treat it like a piece of meat. Before now, everyone used my body in exchange for my life, or for knowledge. I'll think about it. Thank you, Roy. Ja, also keine Ahnung, wo sie die ausgegraben haben, aber... Naja. Hello, Roy. Achso, jetzt ist Can I direkt do Party. something for you? Deswegen habe ich es jetzt auf E. Few questions. I was wondering... Your outfit. Ja, ist kaputt, ne? You don't want to change what you're wearing? Your dress is ripped to shreds. Not really, discreet. This dress reminds me of who I am. It's a testimony of my shredded past. I've lost so much due to my ignorance. Today, I am what I am. A pariah. A renegade hunted by my peers. But also a new woman. Free to determine her own conventions. Without bonds. Die hat ja, als wir Sean umgelegt haben, hat die ja irgendwie eine tierische Rache geschworen, uns töten zu wollen. Und wieso ist sie jetzt plötzlich ein Renegade? Ist sie irgendwie jetzt in Ungnade gefallen, weil sie ihren Rachefeldzug abgezogen hat? Oder... That's completely idiotic. Idiotic? Nee, ich glaube nicht. It's putting our lives at risk. Would I understand? Yeah, it's putting our lives at risk. You risk losing a lot more than what you had, like your life, and mine too. You're constantly putting your life at risk. So why worry about something so trivial? I wish to remain this way. All right. Es ist halt ein Unterschied, ob man sein Leben sinnlos aufs Spiel setzt, mit Sachen, die man locker vermeiden könnte, oder ob es einfach kontextgebunden nötig oder unvermeidbar ist. How did you become apprentice to the warden of a prison camp? It's a long story. I'm sorry. I really don't know you. I'd rather talk about it some other time. Das erzählt's jetzt wieder nicht, ne? You still don't want to talk to me about your past? I'm sorry, Roy. I promise that when it feels right, and I've had time to sort it out, I'll tell you my story.
What are the Abundance Technomancers like? What are the Abundance Technomancers like? Do they have the same status as here? I don't know much about it. Ja gut, hier wird sie gejagt, was From what Abundance I ist, saw, aber... the people are afraid of them, just like here. Even though they'll never be allowed to hold the highest offices. But they're in the army. They're officers. They are not allowed to form cliques or teams. A master is simply allowed an apprentice, nothing more. They're primarily a military unit. For the battlefield, nothing more. Yeah, I saw you before the war. Why did you follow me here? Why did you take the risk of following me? You would have kept your status and rank with Abundance. Also deshalb hat sie ihr Status verloren. I was so angry, livid with rage. Sean had saved and protected me. I wanted to avenge him. Wieso ist es jetzt Now plötzlich I kein see Thema that he mehr? was using me. But how was I to know that then, when he was all that I knew? I followed you for one reason, to kill you. You said he saved you? Yes, I'm sorry. I don't really want to talk about it. Ja, das ist schon ein bisschen, weiß ich nicht, es wirkt ein bisschen konstruiert, dass sie ihn jetzt gehasst hat und töten wollte und jetzt plötzlich irgendwie, ja, ich hab's jetzt irgendwie erkannt. Aber es ist halt irgendwie überhaupt nichts klar, was jetzt ihren Gesinnungswandel irgendwie hätte verursachen sollen, ja. He must have been mistaken. Jetzt lese ich es einmal nicht vor und dann sagt es nicht, ne? You're not really a normal kind of person. All right. I suppose I can tell you. I was born here, in Shadowlair. It didn't take long for the source to find me. I think you had already left. Or I was too young, and you were too old for us to be together. Gut, dann ist Mary nicht ihr richtiger Name, aber der Virtue Name, der sagt mir jetzt auch nichts. Also das kann mir auch egal sein. What are you doing in the camp? How did you end up in Abundance in that case? My master at the time had to go fight, of course. And he wanted to take me with him. The source wanted to refuse, but he had tremendous influence. I found myself on a battlefield, and I was horribly afraid. I think... Ah, verdammt. Also automatisch so ein bisschen mal auf die Taste drückt, weil die Hand zu schwer wird auf der Maus, dann wird er gleich abgewürgt. Das ist ein bisschen scheiße. In the end, you went through what lots of other soldiers went through too. You were just luckier. Let's get back to my other questions. Kann man so sagen. Why not talk to me about it? I was afraid you'd abandon me to the source. Of course, there are good masters there, but there are also... Anyway, I often served them when I was very young. Listen, I'm sorry, Mary. I know some girls are abused, but... Anyway, it's over now. You're free of them. How did you end up in Abundance in that case? My master at the time had to go fight, of course. I found myself on a battlefield, and I was horribly afraid. I think I panicked, and we were separated. Ja, okay. In the end, you went through what lots of other soldiers... Ja. You must have a virtue name. Mary's not your real name, is it? Right. I was called Mercy, but the name no longer means anything to me. Even if Sean used me, he helped me live again. He stopped me from going insane. He's the one who called me Mary. Just like the rags I'm wearing, I want to keep the name. I understand. I'm not gonna lecture you about changing your name. Okay. Let's get back to my other questions. I want to tell you something else. Come with me. I'd like to have you with me. It would be a pleasure. I prefer it when I'm with you. Nun gut. Ach, eine Health Injection haben wir ihr gegeben, okay. Dann hätte ich wahrscheinlich erst eine machen oder kaufen müssen, wenn ich gerade keine gehabt hätte, aber ich hatte ja welche. Okay, wer ist sie? Mr. Temperance, I'm Devotion. General Honorgrand sent me. He'd like to talk to you.
Strange kind of invitation, seeing how they're looking for me. I thought I had observed all the formalities. Please forgive me. If you fear for your life, please understand that the General does not currently wish you any harm. Now that's a relief. Are you sure you're normal? I believe so. On the other hand, I'm only following the orders I've been given. Given your current situation, I suggest you go to him through the Tyrville Underground. You sure got the right name, don't you? Devoted and calm as they come. Yeah, all right, I'll go. And me? Am I invited too? I think you can come too. We didn't know Mr. Temperance had a companion. That explains why the invitation didn't mention you. Please forgive us. I think I'd like to go too. Okay. Okay, let's go together then. The General's waiting for you in his quarters. Once again, seeing as how you're a fugitive, we suggest you go by the Tyrville Underground and get there. Okay, nichts Neues. Roy, can I do something for you? I was wondering... I want to tell you something else. Da haben wir nix. No, let's go. It's nothing. Gut. Neue Skill Points, das hört man doch gern. 3, das bringt uns nix, da brauchen wir mindestens 5. Ah, die anderen kriege ich erst, wenn ich muss ein bisschen mehr recyceln hier, damit ich... Recycle 15 Objekte, Enable Transforming of Rare Components. Okay, also muss ich noch ein bisschen recyceln. Reputation Level Excellent. Das wird nichts mehr. Merchant Prices 50%. Level Good. Na gut, aber weiß nicht, ich kaufe eh nicht wirklich viel. Insofern kann mir das auch egal sein. So, da haben wir 2 Punkte. Das andere, das war das, was ich hochgelevelt hatte. Genau, das war schon auf Maximum. Was haben wir da? Ja, weiß ich nicht. Klingt jetzt nicht so geil. Speed kurzzeitig erhöhen. Gut, aber kann man halt irgendwie in der Gruppe ein bisschen wegrennen oder so, aber ist jetzt auch nicht wirklich mein Hauptproblem. Ja, den Schild leveln ist vielleicht auch nicht verkehrt. Ich muss halt auch irgendwie die anderen Sachen hier mal freischalten. Deep Impact als Angriffsschaden ist vielleicht auch nicht so verkehrt. Weil ansonsten habe ich nur die Nail Gun und die hat halt ziemlich teure Munition. Stealth increasen. Ja, nehmen wir mal den Deep Impact. Gut. So, wo müssen wir hin? In die Slums. Na gut. Da war noch ein Händler unterwegs. Schau ich mal vorbei, ob der irgendwas Neues hat. Das war ja er halt schon. Hi. Wanna see my merchandise? Weil wenn ich jeden aussauge, ist auch egal, wenn die Preise ein bisschen teurer sind. Das ist wahrscheinlich einfach nur, um es wieder auszugleichen. Das heißt, du hast nicht wirklich einen Vorteil davon, die auszusaugen. Außer, dass du dir mehr Tränke machen kannst. Show me what you got. Copper Tube, mehr hat er auch nicht. Lederuniform. Ja.
Auch alles nix weiter. So, was haben wir an Tränken? 3 Heiltränke, 4 andere. Das ist eigentlich schon mal ganz gut. Da brauche ich eigentlich gerade keine bauen. Ich kann auch keine Bomben oder so bauen. Oder ich muss dann doch mehr Teile verkaufen, um tatsächlich mir so Handgranaten und Bomben zu kaufen, wenn ich die anscheinend nicht selber craften kann. Wie ich hier irgendwas über den Coin-Killer, doch hier lang, rauskriegen soll, ist mir auch noch nicht wirklich klar. Steht da eigentlich irgendwas zu, wenigstens in welchem Bereich das ist? Find Clues, ja super. War der in den Slums unterwegs? Ich weiß schon gar nicht mehr genau. Ja, da sind wieder die Dödel unterwegs. Nach Tierville, also oben raus. Probier es doch mal aus. Shockwave. So wirklich effektiv. In die Finger weg von Marion. Bin ich jetzt gerade mitgeschockwaved? So, wieder Erntezeit. Trotzdem stehen die jedes Mal wieder hier. Und die Frage, wieso ich sein Messer nicht finden kann, wenn ich ihn durchsuche, wenn er doch sein Messer hat. Aber naja. Aber ich habe nichts, was ich irgendwie zerlegen kann. Einer war über den Coin-Killer. Scheint nicht. Oh, hier an der Explosionsstelle führt der Weg zum General. Tierville, okay, das ist ein anderer Eingang. Undercity.
Jetzt ja doch ein bisschen mit dem Parieren. Oder auch nicht. Okay. Also der General hat hier aber auch nur begrenzt was zu sagen, ne? Wenn sie mich trotzdem alle angreifen. Oder die arbeiten nicht für den General. Aber ich bin immer noch bad. Ich bin noch nicht hier irgendwie satanisch. Aber vielleicht habe ich noch nicht genug ausgesaugt. Aber bei gut gibt es ja auch Good und Excellent. Gehe ich mal davon aus, dass es hier bei Bad auch noch eine weitere Stufe gibt. Okay, da hinten noch einer? Nee. Mary ist jetzt auch wieder nicht so gut im Kämpfen, ne? Die hat keinen umgelegt. Der Innocence, der hat am Ende wenigstens noch mal ein bisschen was reißen können. Na klar. Heilung. Läuft's bei dir? Oh, so ein Chef. Au! Technomancer explodieren, aber wenn sie sterben. War jetzt die anderen hier? Jod! Die Schildtypen sind schon ein bisschen nervig. Okay, wo muss ich ihn lang? Eigentlich da lang. City. Was ist mit ihm?
Okay, dann machen wir an der Stelle mal Schluss für diese Episode und dann geht es beim nächsten Mal hier weiter in der Undercity. Schauen wir mal, ob wir den General finden in der nächsten Folge. Ich denke mal schon. Soweit sind die Wege ja normalerweise nicht. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.